Sustainable Finance Disclosure Regulation oder kurz SFDR. Eine neue EU-Richtlinie. Was bedeutet nun diese Richtlinie für Schweizer Fondsanbieter? Mein Name ist Martin Fenner und ich bin verantwortlich für den globalen Wholesale-Vertrieb bei J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Vor mehr als 30 Jahren hat JSS als Pionierin begonnen, nachhaltige Anlagelösungen ihren Kunden zu offerieren. Die stetig steigende Nachfrage für solche nachhaltigen Lösungen zeigt eigentlich, wie wegweisend dieser Entscheid vor über 30 Jahren gewesen ist. Und mit einer stetig steigenden Nachfrage steigt auch das Angebot. Und umso bedeutender ist es heute für Anleger, die Qualität der Nachhaltigkeit beurteilen zu können. Grüezi, Frau Döbeli. Sie sind CEO von Swiss Sustainable Finance. Herzlich willkommen. Diese EU-Richtlinie, ist das nun eine Last oder eine Hilfe? Ziel von SFDR ist es ganz klar, die Transparenz zu nachhaltigen Anlagen zu erhöhen und Kunden die Auswahl der passenden Produkte zu erleichtern. Jetzt das Bereitstellen von mehr Transparenz, das ist mal mit Aufwand verbunden, das ist sicher. Aber ich denke, es ist auch im Sinne der Anbieter, wenn die Kunden gut informiert sind. Es ist heute sicher so, dass SFDR auch Informationen verlangt, die so am Markt noch nicht verfügbar sind. Das macht es zum Teil etwas schwierig. Ich bin aber überzeugt, dass sich sowohl SFDR wie auch der Markt weiterentwickeln wird und es deswegen bald gelingen wird, auf dieser Basis gute und aussagekräftige Informationen bereitzustellen und damit den Kunden auch die Auswahl zu erleichtern. Der Verband Swiss Sustainable Finance hat die Zielsetzung, den Schweizer Finanzplatz als führenden Akteur für nachhaltige Anlagen zu positionieren. Wo stehen wir denn heute im Vergleich zu Europa? Das Thema Sustainable Finance gewinnt stark an Bedeutung in der Schweiz. Wir sehen das zum einen an unserer Marktstudie zu nachhaltigen Anlagen. Dort können wir seit Jahren zweistellige Wachstumsraten aufzeigen. Und die Fonds, die in der Schweiz verwaltet werden, dort sind im Moment mehr als 50% der Volumen bereits auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Auch im Finanzierungsbereich gewinnt das Thema an Bedeutung, allerdings etwas langsamer. Sicher ist es so, dass in der Schweiz nicht so sehr das ganze Thema regulatorisch vorangetrieben wird. Der Bundesrat setzt hier mehr auf Freiwilligkeit. Ich muss aber sagen, im November letzten Jahres hat er klar gemacht, er erwartet vom Markt mehr Aktivitäten, insbesondere mehr Transparenz. Und ich denke, wir werden sehen, ob hier die Freiwilligkeit ausreicht oder ob es dann doch noch zur Regulierung kommt. Schauen wir in die Zukunft. Was wird der entscheidende Faktor sein für nachhaltige Anlagen? Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass nachhaltige Anlagen ihre Glaubwürdigkeit bewahren. Es gibt im Moment viele Greenwashing-Vorwürfe. Diesen muss man entgegentreten und eben durch mehr Transparenz diese Glaubwürdigkeit unterstreichen. Ein weiterer wichtiger Punkt scheint mir, dass Anlagen auch Wirkung erzielen, dass sie über diese Wirkung auch Bericht erstatten, also diese Wirkung auch ausweisen können. Dazu braucht es klare Wirkungsindikatoren. Und schließlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man in Zukunft auf jedem Fonds-Factsheet auch klare Nachhaltigkeitsindikatoren mit drauf hat, nicht nur Finanzkennzahlen. Hier hat der Bundesrat bereits signalisiert, dass er zumindest zu Klima entsprechende Kennzahlen erwartet. Frau Döbeli, herzlichen Dank für dieses angenehme Gespräch. SFDR hat auch in der Schweiz Bewegung in den Investmentbereich gebracht. Wie wir gehört haben, wird Transparenz immer wichtiger. Und vielleicht werden wir in Zukunft auch die Wirksamkeit von Anlagelösungen messen und verfolgen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.